Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer Mitteilung über Guild Siege Content Fair Play Notice und einer Ankündigung, die uns alle vom Hocker gehauen hat. Und mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber erstmal diese Fair Play Notice. We have identified instances where certain users exploit Guild Siege registration mechanics to prevent other guilds and players from participating. This behavior disrupts fair competition and negatively impacts the overall gameplay experience. Heißt also in kurz, es gibt Leute, die abusen dieses Registrationssystem oder die Mechaniken davon, um dafür zu sorgen, dass bestimmte andere Gilden oder Spieler nicht am Guild Siege teilnehmen können. Und jetzt aufgepasst, wer sich daran erinnert, das gleiche ist schon mal passiert. Und zwar gab es mal, während dem ersten FEC war das, glaube ich, ein Spieler, der sich irgendwie mit, ich weiß nicht mehr, mit 30 Charaktern oder mit 60 Charaktern oder so lauter Gilden erstellt hat und dann komplett alleine den Low Guild Siege blockiert hat und abgefarmt hat. Und auf anderen Servern haben das auch manche Leute gemacht, zwar nicht ganz so extrem und es waren mehrere Leute, aber generell war das so ein bisschen ein Problem, dass halt Leute einfach sich die kompletten Belohnungen mit zigtausend Chars und Gilden unter den Nagel gerissen haben und dafür gesorgt haben, dass die Leute, die tatsächlich spielen wollten und nicht einfach nur mitmachen wollten für die Belohnung quasi, gar nicht mehr mitmachen konnten. Und das liest sich für mich hier gerade so, als wäre einfach literally genau das gleiche wieder der Fall. Nur jetzt halt mit einem anderen Hintergrund und nicht ganz so extrem natürlich wie damals, aber vom Prinzip her ähnlich. Also man sorgt dafür, dass gewisse Leute nicht teilnehmen können. To ensure a fair and enjoyable experience for all players, we will be implementing the following measures. Any guilds or players found intentionally hindering fair participation in Guild Siege will be subject to actions in accordance with Terms of Service 5.5. Players and guilds violating fair play rules may face temporary restrictions until they comply with our Terms of Service. Additionally, any rewards obtained through unfair means may be revoked, also quasi irgendwelche Sachen, die man im Guild Siege bekommt, die ganzen Chips, for both individuals and their guilds. Guild or player names may also be subject to changes. Was ich nicht so 100% verstehe, was das für eine Bestrafung sein soll. So, ich blockiere den Guild Siege und reiß mir vielleicht auch sehr viel mehr Belohnungen unter den Nagel oder so, je nachdem. Und dann ist die Strafe, dass die meinen Namen ändern. Also das ist irgendwie so ein bisschen random. Players and guilds engaging in activities that prevent others from participating in content will receive warnings or further penalties as outlined in our policies. Also im Endeffekt einfach hört auf, das zu machen, sonst könntet ihr bestraft werden. Wobei die schlimmste angedrohte Strafe hier tatsächlich eine vorübergehende Sperre ist, also nicht mal ein Permaban. Gut, andererseits, sie sagen ja schon, es ist Fair Play. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass das jetzt hier ein heftiger Regelverstoß ist, der wie sonst was bestraft werden sollte. Aber es halt trotzdem nicht cool ist, dass die Leute das machen und sie wollen, dass damit aufgehört wird. Wahrscheinlich haben sie eine Menge Reports bekommen von Leuten, die unzufrieden sind. Also ja, das ist einfach so momentan die Situation. Also falls ihr davon was mitbekommen habt, darum geht's. Jetzt aber zu den Spicy News, und zwar das neue Point Exchange Event hat ja am Donnerstag angefangen und ein Moderator, weil sich viele Leute gewundert haben, einschließlich mir, einschließlich euch wahrscheinlich, so ziemlich jeder, im Fitting Room wird das neue Spring Picnic Green Set als 10% Speed Set angezeigt. Und meine erste Reaktion war halt, naja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Das hat bestimmt keine Speed-Prozente, weil man kriegt es auch relativ einfach. Im Endeffekt kriegt man es automatisch nach 5 Tagen, sofern man jeden Tag alle Punkte geholt hat, weil man kann jeden Tag maximal 10 Punkte kriegen von dem Event und man braucht 50 Punkte für das Set. Das heißt, jemand, der jeden Tag seit Donnerstag das gemacht hat, kriegt spätestens Montag sein 10% Speed-Set. Und dann ist ja die erste Reaktion, so einfach kriegt man ein gratis 10% Speed-Set, das auch nicht time-limited ist. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Aber es wurde hier eben dann, ich glaube, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder Donnerstag auf Freitag, je nachdem, wurde hier bestätigt, dass tatsächlich das Set, also der Moderator hat es bestätigt bekommen, dass das Set tatsächlich ein 10% Speed-Set ist und es kein Anzeigefehler ist oder so. Allerdings fehlen uns halt trotzdem noch ein bisschen die Infos, weil das würde jetzt bedeuten, dass jeder Spieler ab Level 20, gut, das ist die einzige Bedingung, aber das ist ja ziemlich einfach, ab Level 20 die Möglichkeit hat, sich während dem Event extrem einfach auf all seinen Charaktern ein 10% Speedset zu besorgen. Und das klingt einfach so, das kann doch gar nicht sein. Erinnert euch mal zurück an das New Year Set zum Beispiel oder New Year Event, also als das neue Glücksrad da gestartet wurde. Da gab es insgesamt 30 10% Speedsets für jeden Server.
Also ein ganzer Server, alle Spieler von einem Server, also tausende Spieler, zehntausende Charakter, mussten sich 30 Sets teilen. Und sobald diese 30 Sets weg waren, haben alle weiteren 0% Speed gehabt. Deswegen fällt es mir schwer zu glauben, dass sie jetzt literally jedem ein 10% Speedset geben. Aber anscheinend ist es so. Also ohne Strings attached, wie man so schön sagt. Also ohne, keine Ahnung, dass man irgendwie limitierte Anzahl hat, limitierte Mengen. Ohne dass man, ich meine, was könnte es sonst noch sein? Ja, time-limited, dass das Set halt einfach nur 30 Tage hält oder so. Also nichts davon. Also anscheinend kriegt wirklich jeder ein permanentes 10% Speedset. Gibt es natürlich schon einige Spekulationen, dass das halt eben doch nicht so sein kann. Also meine Lieblingsspekulation ist, dass die uns den 10% Speed-Bonus tatsächlich einfach wegnehmen, sobald das Event vorbei ist. Also während dem Event hast du 10% Speed und nach dem Event entfernen sie dann die 10% Speed und dann ist einfach nur noch ein reguläres Set. Das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen aus irgendeinem Grund. Meine persönliche Theorie war ein bisschen, ja, ein bisschen noch spekulativer. Es könnte sein, es geben sie jedem Spieler ein 10% Speed-Set. Und meine Reaktion wäre halt, dann verkaufen sich ja alle zukünftigen 10% Speedsets oder generell Speedsets wahrscheinlich, und wenn es nur ein bisschen ist, schlechter, weil ja dann jeder Spieler, der jetzt gerade spielt und dieses Event mitnimmt, dann schon ein 10% Speedset hat. Das heißt, viele Leute haben halt noch keins wahrscheinlich. Es gibt bestimmt sehr viele Spieler, die haben nur 8%, weil sie sich immer gedacht haben, es ist Geldverschwendung für 10 und so weiter. Und wenn alle Spieler jetzt plötzlich und alle Charakter vor allem auch, nicht nur alle Spieler, sondern auch alle Charakter von allen Spielern plötzlich ein 10% Speedset haben, dann müssen zwangsläufig die Verkäufe von neuen Speedsets runtergehen, weil natürlich haben die Speedsets immer noch den Bonus, dass sie ja Skins sind, also auch cool aussehen und so und halt immerhin noch in verschiedenen Farben und pipapo, schon klar. Also sie würden nicht keine Speedsets mehr verkaufen, aber zwangsläufig für einen sehr langen Zeitraum wahrscheinlich deutlich weniger. Und deswegen wäre meine Theorie, theoretisch könnten sie es so machen, jetzt geben sie jedem 10% Speedset und nächste Woche oder in 2 Wochen releasen sie dann plötzlich 10% ATK-Sets oder 10% HP-Sets und plötzlich juckt es keinen mehr, dass jeder ein 10% Speedset hat, weil plötzlich müssen wir alle ATK-Sets kaufen und die Cash-Up-Zahlen sinken nicht, sondern sie steigen extrem, weil plötzlich neue Sachen im Cash-Up sind, die es noch nie gegeben hat und jeder will die haben. Ich würde sagen, beides ist relativ unrealistisch. In dem Fall muss man tatsächlich sagen, könnte es einfach sein, dass sie uns wirklich einen 10% Speedset schenken. Das Einzige, was ich mit diesem Video oder mit meinen Aussagen jetzt bezwecken will, ist einfach, dass man sollte sich vielleicht nicht zu früh freuen, aber wenn es wirklich so ist, dann wäre es natürlich hammergeil. Und ja, hat aber halt auch massive Auswirkungen auf den Markt. 10% Sets, generell Speedsets könnten extrem viel weniger wert sein plötzlich. Aber wie gesagt, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Spätestens am Montag wissen wir, wie gesagt, mehr. Jetzt auf jeden Fall sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Checkt auch den Stream. Link in der Videobeschreibung. Tägliche Fly Livestreams auf Twitch. Und bis dahin macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.